Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, den Song umzusetzen klassisch. Ich glaube, Jared war es. Und meine erste Reaktion war auch so, geht das? Also so ein bisschen ein anderes Gewand hatte ich dem Song damals schon gegeben, als ich eine Piano-Version dafür gebastelt habe, die sich auf der Single befindet, von The Love of God. Und so hatte ich schon mal so ein leichtes Grundgerüst, dass man auch dem Song was sehr Abstruses und sowas sehr Avantgardistisches geben kann, im Sinne von Harmonien und Akkorden. Müsste man jetzt das Intro-Riff oder das Main-Riff des Songs irgendwie aufgreifen auf der Akustikgitarre, was ich aber als Idee relativ schnell verworfen habe, weil der Song funktioniert in der Originalversion, beziehungsweise dieses Riff funktioniert in der Originalversion mit E-Gitarre. genau das, was nämlich das Riff, was auf der Gitarre gespielt wird, müssen hier die Streicher übernehmen. Und es erinnert mich immer so ein bisschen an so Lord of the Lost meets Hitchcock Horrorfilm. Die Gitarre habe ich da komplett anders gespielt. Spit venom at me, my bleak enemy. The Devil You Know ist ein bisschen, ist irgendwie auch eng verknüpft mit Waiting for You to Die, während Waiting for You to Die eigentlich darauf abzielt, den Menschen oder die Menschen, die man am meisten hasst, eigentlich zum Gehen überreden zu wollen, um es mal euphemistisch auszudrücken, beschäftigt sich The Devil You Know eigentlich mehr damit, einfach auch mal ein Loblied, ein Liebeslied an für seine Feinde zu schreiben. Denn es gibt immer noch Schlimmeres in der Welt und man sollte zum Teil auch wertschätzen, was die eigenen Feinde in einem Leben für einen tun. Sie erinnern einen nämlich immer wieder daran, selber weniger falsch zu machen als sie. Insofern ist es immer besser, wenn man einen Feind hat, den man einschätzen kann und den man kennt, als wenn man von äußeren Faktoren bestimmt und geleitet wird, was auch vielen leider passiert. Devil in You. Devil You Know, meine ich. Ich muss mir jetzt die Titel nochmal auswendig lernen. Ich bin auch nicht gut in Titeln zu Musik zu ordnen. In loveless lament. Da ging es gar nicht mal so schwer darum, irgendwie jetzt so was richtig komplett Neues zu schaffen, sondern ihm eigentlich nur das, also so seine Alternativbekleidung zu geben, wo auch sehr viel schon im Original von drin steckt. Dieser Song ist so prädestiniert für Swan-Songs, dass ich mir vorstellen kann, wenn man den Song später jemand zeigt in beiden Versionen, dass dann der Kommentar kommen wird, guck mal, und von dem Song haben sie dann mal eine Rockversion gemacht. So empfinde ich das. Also der hat sich tatsächlich dann in der Swan-Songs-Produktion als noch geschliffenerer und reinerer Diamant entpuppt, als ich ihn im Original schon empfinde. There's a sack upon my back I carry alone. For every tear I've ever cried, inside there's a stone. Dieser Song hat mich wirklich sofort gegriffen. Ich kann keine einzelnen Songs großartig beschreiben, das kann ich auch bei meinen Lieblingssongs von anderen Bands nicht, die ich schon 1 Milliarde Mal gehört habe. Aber bei diesem Song mit den Melodiefolgen, mit der Stimmung, habe ich sofort an mein absolutes klassisches Lieblingsalbum einer Rockband gedacht. Kann man mitten im Satz schneiden? Ja. Nee. Bei den Harmoniefolgen hat es mich sofort gepackt und ich musste an das Lieblingsalbum oder beziehungsweise mein Lieblingsklassikalbum einer Rockband denken, weil die Melodieführung doch sehr stark an das gesamte Album erinnert, und zwar Silverchair Diorama. Ribcages ist ein Song, der zusammen mit der Songwriterin Joy Frost geschrieben wurde, die ich unabhängig von Lord of the Lost hier in Hamburg kennengelernt habe. Die einfach Melodien aus dem Ärmel schüttelt, die mir so nie einfallen würden, hat mal wieder gezeigt, wie wertvoll es meiner Ansicht nach ist, wenn sich eine Band songwriting-technisch nicht immer nur im eigenen Bratensaft dreht und sich immer selber kopiert und wiederholt,
sondern andere Einflüsse zulässt. Und ich halte das für einen sehr, sehr großen Mehrwert und kann nur jedem Musiker da draußen empfehlen, macht es euch nicht zum Credo, jeden Ton auf dem Album selber zu schreiben, besonders wenn ihr 300 Songs veröffentlicht habt, sondern arbeitet mit anderen zusammen. Es erweitert euren Horizont so unglaublich. Wurde sofort ergriffen. Könnte wahrscheinlich diesbezüglich auch sagen, dass Ribcages mein Favorit ist auf CD 1. Not From This World ist der wirklich erste Lord of Lost Song, der auch für Lord of Lost geschrieben worden ist, wo klar war, dass es die Band Lord of Lost geben wird, oder Lord, wie sie damals hieß. Deshalb bedeutet der mir persönlich sehr, sehr viel. Mit dem hat alles angefangen. Ich saß irgendwann in einer kleinen Altbauwohnung, irgendwann im Frühsommer 2007 in Berlin, mit einer Akustikgitarre in der Hand, und auf einmal kam dieser Song und es war sofort klar, für den Song muss eine andere Band her, und es war sofort klar, dass ich irgendeine andere Band machen musste. Ich wusste noch nicht mit wem und wie, und hätte nie gedacht, dass ich jetzt 10 Jahre später oder 2 Jahre später mit einer Band auf der Bühne stehe und 10 Jahre später hier im Studio sitze und diese Geschichte erzähle. Aber das ist ein toller Moment. Also dem Song haben wir sehr viel zu verdanken. Er ist die Mutter der Lord of Lost Songs, nicht der Vater. We were divine, two hearts beating time, the king and queen of the old time. Ja, es ist mir persönlich ein ganz wichtiger Song. Ich habe mir die Freiheit genommen, zum ersten Mal im Lord of the Lost Universum ganz aus meiner eigenen Feder einen Song beizutragen, der wirklich aus dem Affekt raus entstanden ist. So ein bisschen diesen Verlustmoment festzuhalten, nach einer wahren Begebenheit. Man glaubt es kaum. Ich werde noch blind, wenn das so weitergeht. Es hat halt auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man gerne mal dazu neigt, nicht nur ich, sicherlich auch viele andere, irgendwelche Sachen, die einem eigentlich lieb sind und die man eigentlich am liebsten festhalten möchte, auf eine ganz abstruse Art und Weise auch teilweise unbewusst sabotiert und damit natürlich irgendwann auch in den Abgrund schubst und später dann möglicherweise auch erst merkt, was man da eigentlich für eine Scheiße angerichtet hat, und dann denkt so, fuck, das war eigentlich gut, genauso wie es war, und so ist es leider zu spät. Also genauso dieser Moment, der Aha-Moment, den habe ich versucht in diesem Song festzuhalten. Du spieltest Cello, the measure of our slaves fulfilled. Du spieltest Cello. Das ist witzig, weil Udo an diesem Pult hier schon oft gesessen hat.